Hallo meine lieben Freunde, hier eine neue Folge von Michael Grant Klartext. Wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, ich kann sie leider nicht verhindern, weil ich lebe ja nicht auf einer einsamen Insel. Und noch einmal den Hinweis, während dieser Feiertage gibt es nur alle 2 Tage ein Newsletter, weil auch ich mit meiner Familie ein wenig Urlaub mache. Heute möchte ich auf das Thema eingehen, in welchem Spannungsfeld ich stehe, also zwischen Morddrohungen, Beleidigungen und Diskriminierungen bekomme ich jeden Tag. Ich stehe dazu. Ich mache meine Arbeit für ein Ziel. Das Ziel heißt Gedenken an unsere Großeltern, die von den alliierten Massenmördern umgebracht worden sind. Und Richtigstellung der Geschichte durch meine hochbrisante Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur. Schon alleine dieser Untertitel, eine Korrektur, bringt die meisten zur Weißglut, weil sie wissen ja gar nicht, was Korrektur bedeutet, aber sie diffamieren das so, Korrektur heißt, dass ich Hitler beschönige. Nein, 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 nein. Ich objektiviere, das ist ein großer Unterschied. Wenn wir gerade beim Objektiven sind, eine objektive Geschichtsforschung ist nicht möglich in Deutschland. Nicht möglich. Jeder, der das bestehende ideologische Dogma der deutschen Geschichtsschreibung, also die Alleinschuld, in Frage stellt, wird heutzutage als Revisionist diskriminiert. Darauf komme ich nachher nochmal zurück. Man unterstellt ihm, er würde die Geschichte des Dritten Reiches beschönigen und Untaten verleugnen. So geraten diese Forscher unter die Herrschaft des Generalverdachts. Die Folgen sind klar: strafrechtliche Verfolgung und das Ende der beruflichen und gesellschaftlichen Existenz. Denn jeder, der als Revisionist beschimpft wird, steht heute auf der Stufe eines Verbrechers, eines Rechten, eines Nazis. Objektivität wird hierzulande mit Revisionismus gleichgesetzt. Dieses Totschlagargument macht eine neutrale Geschichtsforschung unmöglich. Im Strafgesetzbuch, § 130 Absatz 3, heißt es dann auch, mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung des des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billig leugnet oder verharmlost. Billigen kann man Kriege und Völkermorde niemals, aber der Zensurparagraph lässt folgende Fragen offen. Heißt leugnen auch unwahre Geschichtstatbestände als wahr darstellen zu müssen, auch wenn Dokumente und Fakten dagegen sprechen? Heißt verharmlosen das Agieren, die Mitschuld und den Einfluss der Alliierten auf die Geschehnisse auszublenden? Für mich bedeuten unsere Zensurgesetze, die es so nirgendwo auf der Welt gibt, in Österreich noch, jedenfalls nichts anderes, als dass jeder, der die offizielle Siegergeschichtsschreibung anzweifelt, in Frage stellt und objektiv mit seriösen Belegen widerlegt, damit rechnen muss, ins Gefängnis zu kommen, und zwar bis zu 5 Jahre. Damit kann er schlimmer bestraft werden als ein Drogendealer oder Kinderschänder. Ich erinnere daher alle deutschen Zensoren an Folgendes, an die UN-Menschenrechtskonvention, Absatz 49. Ich zitiere: Gesetze, welche den Ausdruck von Meinungen zu historischen Fakten unter Strafe stellen, sind unvereinbar mit den Verpflichtungen, welche die Konvention den Unterzeichnerstaaten hinsichtlich der Respektierung der Meinungsäußerungsfreiheit auferlegt. Die Konvention erlaubt kein allgemeines Verbot des Ausdruckes einer irrtümlichen Meinung oder einer unrichtigen Interpretation vergangener Geschehnisse. Zitat Ende. Alles muss auf den Tisch, alle Fakten, alle Beweise, alle Dokumente, um ein objektives Bild über Hitler und den Nationalsozialismus
zu erhalten. Ich wiederhole, damit es auch der letzte meiner Kritiker versteht. Nicht Geschichtsverfälschung oder Klitterung ist mein Anliegen, sondern eine objektive Beschreibung der Menschen und Umstände jener unheilvollen Zeit. Wahrheit tut weh, aber sie zu äußern ist niemals ein Verbrechen. Mein Bestreben ist es, ein sachlicher Analytiker zu sein, dem vorgestanzte Meinungen egal sind und der stattdessen Dokumente und Beweise sprechen lässt. Ich werde mich auch nicht dazu hinreißen lassen, eine ideologische Manipulation der historischen Hintergründe vorzunehmen, nur um den medialen Gutmenschen zu gefallen. In diesem Sinne bin ich ein Revisionist und ich bin dabei in guter Gesellschaft, denn jeder Wissenschaftler ist ein Revisionist. Sonst kann er nämlich gar kein Wissenschaftler sein. Der Historiker Andreas Hilgruber schrieb bereits 1986, ich zitiere: Nun ist Revision bisheriger Forschungsergebnisse das Natürlichste in jeder Wissenschaft, ja ihre Norm. Revisionismus aber ist zu einem polemisch gemeinten Begriff geworden, zu einem Kampfbegriff. Die Geschichtswissenschaft lebt wie jede andere Wissenschaft davon, dass bisherige Auffassungen durch neue Forschungen revidiert werden. Zitat Ende. Hilgrubers Kollege Klaus Hildebrand ergänzt, ich zitiere: Ohne Unterlass den überlieferten Kenntnisstand zu revidieren, gehört zum Beruf des Wissenschaftlers. Insofern kann ihm kein Vorwurf gemacht werden, wenn er seine Pflicht tut. Zitat Ende. Sie erkennen daran, für die gesamte Wissenschaft, egal in welchem Bereich, ist die Revision schlechthin grundlegend. Denn die Moral der Wissenschaft fordert, die Argumente unabhängig von Herkunft, Motiven und Folgen zu prüfen. Die moralisierende Interpretation von Kontexten hingegen kündigt den wissenschaftlichen Diskussionsprozess auf, denn dieser lebt von neuen Entdeckungen und neuen Perspektiven und verpflichtet jeden Forscher de facto zum Revisionismus. Revision bedeutet nämlich eine sich immer wieder erneuernde Kritik nicht bloß an Einzelergebnissen, sondern auch an vorherrschenden Grundannahmen. Jede Revision wird über kurz oder lang zum Gegenstand einer neuen Revision. So funktioniert Wissenschaft. Jeder Wissenschaftler ist ein Revisionist, sonst kann er gar kein Wissenschaftler sein. Versteht ihr das? Begreift ihr das, Zensoren? Revision im Ausgang einer veränderten Quellen- und Dokumentenlage sollte das Postulat einer objektiven Geschichtswissenschaft sein und nicht das Festhalten an politisch korrekten, pädagogischen und staatsideologischen Manipulationen, Verfälschungen, Verbiegungen, Vernebelungen und Verkürzungen. Doch stattdessen werden die Revisionisten von den Siegelbewahrern der politisch korrekten Geschichtswissenschaft in Verruf gebracht, als ob die Wissenschaft nicht dauernde Revision wäre. Aber auch oder gerade das Dritte Reich und Adolf Hitler müssen ein Gegenstand der Wissenschaft sein, aber einer Wissenschaft, die keine Dienerin der Politik ist. Wahrheiten willentlich oder strafbewehrt zu verschweigen mag moralische Gründe haben, aber es verstößt gegen das Ethos der Wissenschaft und jeder, der sich dazu hinreißen lässt, ist lediglich ein Handlanger einer staatlich vorgeschriebenen Ideologie. Wer das anzweifelt, soll meine Fakten mit denen vergleichen, die in Geschichts- und Schulbüchern stehen und versuchen, meine Quellen zu widerlegen. Die Wahrheit darf nicht von Nützlichkeit abhängig gemacht werden. In diesem Sinne ist die Mainstream-Geschichtsschreibung eine Verschwörungstheorie. Für mich ist klar, das Verhältnis zu jenem schwierigen Stück unserer Vergangenheit, nämlich Adolf Hitler und das Dritte Reich, muss der Wahrheit verpflichtet sein. Ich wünsche mir viel mehr Freiraum für historische Tabus ohne automatische Verdächtigungen und Sanktionen politisch, ideologischer und gesetzlicher Art. Gerade jene, die die liberalen Werte mit markigen Worten bei uns verteidigen, müssen sie auch gegenüber Andersdenkenden praktizieren. Doch stattdessen wird kriminalisiert. Meine Buchreihe soll trotz allem eine umfassende Diagnose der verschwiegenen Fakten und ein Mosaik der Zeugnisse über Adolf Hitler darstellen. Die ganze Wahrheit soll zu ihrem Recht kommen. Die ganze Wahrheit.
Hitler nicht dämonisieren, Hitler nicht beschönigen oder verherrlichen, sondern objektiv sein. Frei nach dem Motto von Alexander Solschenizyn, ich zitiere, der Stoff der Geschichte sind nicht die Ansichten, sondern die Quellen. Zitat Ende. In meinem neuen Buch geht es auch darum, es geht um sehr vieles, was verschwiegen wird. 900 Seiten dokumentieren den Massenmord an unserem deutschen Volk. 900 Seiten. Es ist ein Andenken an unsere Großmütter, an unsere Großväter, an unsere Großeltern, die gestorben sind für unser Land und die heute als Massenmörder diskriminiert werden. Dieses Buch ist mein wichtigstes Buch. Es ist ein Andenken an meine Familie, die vertrieben wurde, die grausam geschändet wurde, die zur Hälfte ausgelöscht wurde und keinen interessiert. In keinem Schulbuch, in keinem Geschichtsbuch, in Geschichtsbüchern in manchen ja, aber in keinem Schulbuch steht das. Also kauft dieses Buch. Auch mein anderes neues Buch ist interessant, weil es handelt von Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung. Es geht darum, wie auch gerade NGOs, die unsere Geschichte verfälschen und manipulieren wollen, Milliarden an Unterstützung bekommen. Auch dieses Buch ist wichtig. Abonniert mich bei Telegram, weil ich möchte kurz oder lang von YouTube auf Telegram rüber wechseln. Also wenn ihr mich weiterhin sehen wollt, wenn ich mal hier nicht mehr bin, Telegram. Also abonniert mich lieber gleich bei Telegram. Ihr kriegt dann auch jeden Tag neue Infos, weil ich bin jeden Tag bei Telegram. Mehrfach. Zum Schluss wünsche ich euch, weil ich morgen kein Video mache, ich mache auch ein bisschen Urlaub mit meiner Familie, ich wünsche euch alles Gute, einen guten Rutsch. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mich unterstützt, dass ihr mich auch verteidigt gegen diese Angriffe. Aber ich brauche trotzdem Unterstützung und mehr Unterstützung von euch. Ich wünsche euch alles Gute. Habt einen guten Rutsch, einen guten Jahresanfang. Und nächstes Jahr wird vielleicht alles besser. Alles Gute an euch, alles Gute an eure Familien. Bis zum nächsten Mal im neuen Jahr. Euer Michael Kant.